Heute lernen wir indirekte Fragen. Indirekte Fragen sind eine Art, eine Frage zu stellen, ohne sie direkt zu formulieren. Stattdessen werden sie in Form einer Aussage oder Bitte formuliert. Hier sind einige Regeln und Beispiele für indirekte Fragen. Wie spät ist es? Direkte Frage. Wie bitte? Ich möchte gern wissen, wie spät es ist. Indirekte Frage. Zusätzlich ist es wichtig zu beachten, dass bei indirekten Fragen die Satzstellung anders ist und oft das Verb am Ende steht. Indirekte Fragen werden häufig in höflichen Gesprächen verwendet, um den Ton zu mildern und respektvoller zu wirken. Wir kennen schon W-Fragen und Ja- oder Nein-Fragen. W-Fragen beginnen oft mit einem W-Wort wie zum Beispiel wie, woher, was, wann und so weiter. Ja- oder Nein-Fragen beginnen immer mit einem Verb und die Antwort ist meist Ja oder Nein. Heißt du? Kommst du aus? Ist das? Fängt der Kurs am Donnerstag an? Verb. Indirekte Fragen sind Fragen, die nicht direkt gestellt werden. 1. Verwendung von ob. Wenn du Fragen stellst, die mit Ja oder Nein beantwortet werden können, verwendest du ob. Beispiel: direkte Frage. Kommst du heute? Indirekte Frage. Ich weiß nicht, ob du heute kommst. Ich weiß nicht, ob du heute kommst. 2. Verwendung von Fragewörtern. Wenn du Fragewörter wie wer, was, wo, wann und wie verwendest, bildest du indirekte Fragen. Beispiel: direkte Frage. Wo ist der Bahnhof? Indirekte Frage. Ich möchte wissen, wo der Bahnhof ist. Ich möchte wissen, wo der Bahnhof ist. 3. Satzstellung. In indirekten Fragen steht das Verb am Ende der Frage. Beispiel: Ich frage mich, wie er heißt. Ich frage mich, wie er heißt. 4. Kein Fragezeichen. am Ende einer indirekten Frage steht kein Fragezeichen. Beispiel: Ich möchte wissen, wann der Film beginnt. Ich möchte wissen, wann der Film beginnt. 5. Höflichkeit. indirekte Fragen werden oft in formellen oder höflichen Kontexten verwendet. Beispiel: Kannst du mir sagen, was du morgen machst? Kannst du mir sagen, was du morgen machst? Wie lerne ich schnell Deutsch? Ich möchte wissen, wie ich schnell Deutsch lerne. Ich möchte wissen, wie ich schnell Deutsch lerne. Indirekte Fragen sind Nebensätze, das konjugierte Verb steht am Satzende. Wie komme ich zum Bahnhof? Wie bitte? Könnten Sie mir sagen, wie ich zum Bahnhof komme? Könnten Sie mir sagen, wie ich zum Bahnhof komme? Wann beginnt der Deutschkurs? Darf ich fragen, wann der Deutschkurs beginnt?
Darf ich fragen, wann der Deutschkurs beginnt? Kannst du gut malen? Ich frage mich, ob du gut malen kannst. Ich frage mich, ob du gut malen kannst. Wohnst du gern in der Stadt? Ich möchte wissen, ob du gern in der Stadt wohnst. Ich möchte wissen, ob du gern in der Stadt wohnst. Könnten Sie mir bitte sagen, ob die Gäste schon angekommen sind? Könnten Sie mir bitte sagen, ob die Gäste schon angekommen sind? Unser Chef möchte wissen, ob Herr Klein die Präsentation vorbereitet hat. Unser Chef möchte wissen, ob Herr Klein die Präsentation vorbereitet hat. Ich weiß nicht, wann die Besprechung anfängt. Ich weiß nicht, wann die Besprechung anfängt. Lasst uns zusammen üben. Lasst uns dieses Gespräch hören und die indirekten Fragen bemerken. Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, ich suche ein Zimmer für eine Nacht. Guten Tag, ich suche ein Zimmer für eine Nacht. Ich möchte wissen, ob Sie noch Verfügbarkeit haben. Ich möchte wissen, ob Sie noch Verfügbarkeit haben. Ja, gerne. Darf ich fragen, für wie viele Personen Sie das Zimmer benötigen? Ja, gerne. Darf ich fragen, für wie viele Personen Sie das Zimmer benötigen? Für mich allein. Für mich allein. Wissen Sie? Ich würde gern wissen. Ich habe vergessen. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe keine Ahnung. Hast du eine Idee? Können Sie mir sagen? Kannst du mich darüber informieren?